zusammen, ich bin Silvi und ich bin unterwegs, nicht nur heute, sondern für längere Zeit jetzt an der Elbe. Und zwar bin ich mit dem André gestern angereist. Wir haben den Zug genommen aus Mannheim, sind über München und über Prag hierher gefahren in die schöne Stadt Nymburk an der Elbe. Auf Tschechisch heißt die Elbe ja Labe. Wir setzen hier heute bei bestem Wetter ein, planen eine schöne kurze Tagesetappe mit 2 Umtragungen und am Ende des Tages suchen wir einen Campingplatz. Bin gespannt, wie es wird und freue mich, wenn ihr das heutige Video schaut. Ja, jetzt haben wir hier alles schön aufgebaut, die Boote beladen und zwar habe ich die Campingausstattung oder die Essensausstattung haben wir alles in die Schläuche von den Booten gemacht und das, was wir so tagsüber brauchen, jeweils in einem Rucksack aufs Boot. Alles natürlich, alle Gepäckstücke festgezurrt am Boot, damit wir nichts verlieren können. Und ja, dann können wir jetzt gleich hier in Nymburk einsetzen und die Elbe-Tour starten. Dort am Ufer haben wir eben eingesetzt. Das ist die Straßenbrücke in Nymburk. Da hinten ist das Wehr. Und wir sind jetzt am Kilometer 896 von der Elbe. Und ich drehe mich jetzt einmal in die Flussrichtung. Dann jetzt unter der Brücke durch. Und das Abenteuer Elbe kann beginnen. Wir sind gerade am Kilometrierungsschild 892 vorbei. Da vorne ist die erste Umtragung. Und wir sollen dann links raus und in einen kleinen Nebenfluss umtragen. Mal schauen, ob das gut klappt. Da liegt das Wehr jetzt hinter uns. Wir haben umtragen. Wir sind ziemlich lang gelaufen. Und hier in den Nebenarmen konnte man nicht einsetzen, was die Kanua-App empfohlen hatte. Und deshalb gehen wir jetzt also gleich hier wieder runter, sind am Hauptstrom wieder angekommen und setzen dort ein. Und ich hoffe, es gibt vorher noch eine Feschbaupause. Ja, gerade haben wir wieder eingesetzt hinter dem ersten Wehr und ja, es gab keine schöne Picknickstelle, also machen wir jetzt kurze Snackpause auf dem Wasser. Ja, wir sind jetzt 3-4 Kilometer weiter gepaddelt und da kommt schon das zweite Hindernis des Tages. Wir sehen jetzt links das Wehr, in der Mitte ist so eine Insel, die trennt das von der rechtsseitigen Schleuse. Und laut Kanua-App sollen wir hier rechts ausbooten, also an der Schleuse, auf der rechten Seite von der Schleuse. Und dann hoffentlich eine kurze und nicht ganz so anstrengende Umtragung haben wie die vorige. Wir werden sehen. Umtragung geschafft, die bei Kilometer 888. Leider hat uns oben der Schleusenwart nicht das Tor aufgemacht zum Werksgelände, deshalb mussten wir außenrum tragen, am Elbe-Radweg entlang. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn hinter mir ziehen die dunklen Wolken auf und bevor der Regen anfängt, wollen wir beim Campingplatz sein. Also los jetzt! Ja, ihr seht, ich bin nicht mehr im Wasser, ich bin am Land. Wir haben jetzt tatsächlich Gewitter bekommen und deshalb haben wir ausgebootet und stellen uns jetzt unter den Bäumen und warten, bis das erste Gewitter vorbei ist. Das sollte auch gleich aufhören. So sieht es aus, da hinten die Boote. André holt gerade noch eine Flasche Wasser zum Trinken.
Ja, und dann harren wir mal der Dinge, wann hier der Regen durchgezogen ist und wir dann weiter zum Campingplatz können. Wir haben es geschafft. Wir sind von unserem Regenunterschlupf dann nicht nochmal ins Wasser eingebootet, sondern haben die Boote auf die Wägelchen gepackt und sind zum Campingplatz gelaufen. Heute übernachten wir beim Campingplatz Ostra und das ist hier alles ganz schön. Es gibt 2 Buden, wo man sich was zu essen holen kann, was zu trinken holen kann. Im Moment ist es recht ruhig hier. Ja, und wir nutzen jetzt die Regenpause schön zum Aufbauen und uns trocknen. Genießen dann den Abend hier am Camping. Hallihallo, heute melde ich mich von einem Regentag an der Elbe. Ja, ihr seht es um mich rum. Wasser von unten, Wasser von oben, Wasser überall. Und wir haben beschlossen, noch eine Nacht am Campingplatz am Ostrasee zu bleiben. Und wir nutzen heute nur die Zeit, wenn es nicht ganz so arg regnet zwischendrin, so wie jetzt, dass wir mal kurze Ausflüge machen, Spaziergänge ins Dorf, Spaziergänge ja, um den See oder wie jetzt im Moment Spaziergang zur Elbe, um unsere Einsatzstelle für morgen wieder zu finden. Ja, sonst geht heute nicht viel. Wir haben gefrühstückt im Restaurant am Campingplatz. Abendessen werden wir dort bestimmt auch wieder einnehmen. Und wir machen einfach einen ruhigen, chilligen Tag heute. Und deshalb sage ich direkt wieder bis morgen. Und hoffentlich ist morgen wieder ein Paddeltag. Tschüss! Guten Morgen! Heute ist unser 3. Reisetag an der Elbe. Wir haben es jetzt ungefähr 8 Uhr morgens und wir haben das Zelt schon zusammengepackt, unsere Boote beladen und bepackt. Ja, wir werden jetzt gleich die Boote auf unsere Wägelchen draufschnallen und dann den Weg antreten vom Campingplatz bis zum Elbeufer. Das sind so 400-500 Meter, die wir da mit den Wägelchen umtragen und dann eine schöne Einsatzstelle mit Treppe nehmen. Die haben wir gestern schon angeguckt beim Regenwetter. Ja, ich bin gespannt, wie der Wasserstand der Elbe jetzt ist. Ich kann keinen Pegel online abrufen. Gestern sah der Wasserstand noch normal aus. Ich hoffe, das ist nachher auch gleich so, wenn wir dort sind. Ja, und dann freue ich mich auf einen hoffentlich schönen Wetter-Paddeltag. Bin gespannt, ja, was heute unterwegs alles so kommen wird. Es sind 3 Umtragungen angesagt. Und nach ungefähr 20 Kilometer gibt es den nächsten Campingplatz. Ich hoffe, wir erreichen den vor dem nächsten Schlechtwettereinbruch. Wir werden sehen. Wir machen heute eine schöne, hoffentlich 20 Kilometer lange Tour. Ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo wir sind. Hier sind wir heute losgefahren in Ostra, wo die 5 ist auf der Karte. Und wir möchten weiter nach Brandisnad-Labem. 20 Kilometer, 3 Umtragungen. Wir sind gespannt, wie das Wetter wird und ob das alles heute gut geht. Wir werden sehen. Schaut einfach dieses Video weiter. Bis dann. Wir sind jetzt bei Kilometer 880,6 und da haben wir tatsächlich einen Kanuverein entdeckt. Ich hatte den vorher auf keiner Karte gefunden, sonst hätte ich mir den bestimmt als Übernachtungsplatz rausgesucht. Und mal schauen, ob ich da noch was recherchieren kann, wie die erreichbar sind und ob man bei denen starten kann. Ah ja, André sagt gerade, es ist kein Kanuclub, sondern ein Ruderclub. Aber ist ja nicht schlimm. Das erste Wehr von heute, unsere erste Umtragung. Links ist die Schleuse und links soll auch unser Ausstieg sein. Mal schauen, wie es heute läuft. Da bin ich wieder. Wir haben die zweite Umtragung geschafft. Hinter mir ist noch das Wehr. Und jetzt dreht mich der Wind schon wieder in die andere Richtung. Ja, das war eine sehr lange Umtragung. Genau. Da war wieder so ein Betriebsgelände und keiner hat aufgemacht, also konnten wir nicht durchlaufen. Mussten großräumig umtragen über so Feldwege, hatten einen steilen Einstieg, also ja,
Es hat nicht so Spaß gemacht. Mal gucken, wie der nächste wird. Hatten wir Hunger und deshalb hatten wir mal eine Mittagspause gemacht. Hier ist ein schöner kleiner Hafen und da gibt es auch was Leckeres zu essen, zumindest für Fleischfresser. Für uns gab es leider nur Chips, aber immerhin gab es noch ein paar Getränke. Und ja, jetzt kommt in Kürze die zweite Umtragung. Mal schauen, die wird hoffentlich angenehmer. So, hier ist dann die zweite Möglichkeit zum Anlegen in Celakovice. Und das wäre, glaube ich, für unsere Mittagszeit die bessere Option gewesen. Ja, da vorne ist gleich das Wehr und auf der linken Seite gehen wir raus. Ja, hier kommt dann der Ausstieg, so flache Rampe für die zweite Umtragung. Das sieht doch mal ganz gut aus. Und dann sollte es auch nur ein relativ kurzer Fußweg hinterm Wehr sein, bis wir wieder einsetzen können. Da ist nochmal das Wehr, das zweite des Tages. Da hinten an der Sandbank haben wir eingesetzt. Und jetzt geht es weiter in diese Richtung. Vielleicht kommt noch ein bisschen Strömung vom Seitenkanal dazu. Und das Wetter ist immer noch super. Die Sonne scheint über uns. Ein paar Wolken bauen sich schon auf. Aber ich hoffe, wir schaffen es noch ein gutes Stück, bevor ein Gewitter kommt. Wir werden sehen. Bleibt einfach dran. Schaut mal, 2 Libellen. Sie fahren. Voll cool. So, wir haben jetzt eine kleine Notanlandung gemacht. Wir sind kurz vor Brandis nad Labem und wir hätten noch knapp 4 Kilometer bis zu unserer nächsten Umtragung. Aber hinter mir ist schon das Gewitter aufgezogen. Wir hatten jetzt wahnsinnigen Gegenwind die ganze Zeit und ja, erst Donner und jetzt auch noch Blitze. Also ja, wir brauchen jetzt mal 2-3 Stündchen. Ja, eine Notunterkunft und es wird hier wahrscheinlich unter einem kleinen Baum sein und danach geht es erst weiter. Hier auch. Schön. Und überall dunkle Wolken. Das Wetter soll relativ schnell drüber ziehen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Da melde ich mich zurück vom Wasser. Unwetter ist vorbei. Wir paddeln jetzt ein bisschen weiter, aber ich habe ein neues Problem, nämlich hier mein Flicken, den ich schon hatte. Der ist vorhin im Sonnenschein, hat sich der Kleber wieder gelöst, der ist zu heiß geworden. Und als wir dann wieder zu Wasser sind, hat sich der Flicken abgelöst. Wir haben jetzt Panzertape drüber gemacht, aber es kommt trotzdem Luft durch. Also da müssen wir uns noch was überlegen. Naja, Abenteuerurlaub ist das. Wirklich Abenteuerurlaub diesmal. Hallo, da bin ich. Wir haben es geschafft, unsere Tagesetappe. Und jetzt gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Was gibt es heute? Es gibt Linsen, die haben wir da schon mal gekocht, den Gemüsebrühe. Und es gibt außerdem Gemüse, schön angebraten. Und gleich wird noch dazu gemacht solche veganen Hacksteaks. Und dann wird das hoffentlich reichen für eine leckere große Mahlzeit. Denn ich habe verdammt Hunger und der André vielleicht auch, oder? Ja.
Wir haben jetzt abends 8:30 an unserem 3. Reisetag. Und ja, ich habe euch ja vorher das Abendessen gezeigt. Das war so lecker. Wir sind auch satt geworden. Und nach dem Abendessen haben wir dann den Küchenkram wieder verräumt und haben hier in unserer kleinen Lichtung unser Schlafsetup aufgebaut. Ich zeige euch mal kurz. Da ist das Zelt. Da hinten rechts am Baum noch das ganze Küchengedöns. Und hier links haben wir die Boote liegen. Die haben wir halt natürlich falsch rumgedreht für den Fall, dass es regnet in der Nacht. Und da gibt es nochmal einen schönen Blick auf die abendliche Elbe. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis morgen.